Die Themen im ersten Zocker-Lounge-Wochenrückblick 2026 sind RTS Last Front angeschaut, Neues zu Dino Lords, Update für Classic City Builder Falklands, auch bei Rapterra geht es gut voran und, das freut mich persönlich sehr, Earth of Orny hat einen Release-Termin und erscheint sogar noch diesen Monat. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Zudem kann ich euch seit über einem Jahr ein monatliches Gewinnspiel anbieten, bei welchem sich der Gewinner anschließend ein Spiel seiner Wahl aussuchen darf. Einfach draufklicken, meine Daumen sind für euch gedrückt. (2026) möchte ich mit Last Front beginnen, einem RTS, welches auf den ersten Blick stark an CNC Generals erinnert und wohl auch von dort seine Inspiration hergenommen hat. Der Titel ist das Erstlingswerk von Muritz Studio und hat höchstwahrscheinlich noch einen langen Weg vor sich, könnte aber ein richtig spannender Titel werden. Im Spiel sollen dann die RVI, was für Initiative der radikalen Stimme steht, also irgendwelche Terroristen, mit Russland und den USA um die Weltherrschaft kämpfen. Fuhrparktechnisch soll alles aufgefahren werden, was aktuell auf den Schlachtfeldern der Welt so rumrollt, wohingegen auf Seestreitkräfte verzichtet wird. Spannend ist auch eine Ego-Perspektive, wobei hier noch nicht ganz klar ist, ob man das übernommene Fahrzeug dann auch selbst steuern darf. Was auch drin ist, aber noch nicht gezeigt wurde, ist der Basenbau samt Ressourcengewinnung. Denn man möchte trotz modernem Fuhrpark beim Gameplay klassisch bleiben, was ich sehr gut finde. When the Northmen came, they brought not only axe and fire. They came bearing our extinction. Völlig anderes Setting, aber natürlich trotzdem ein RTS ist auch Dino Lords von Northplay, welches uns in ein Fantasy-Setting samt Dinosauriern schmeißt. Kombiniert werden soll hier Echtzeitstrategie mit Städtebau, Action-RPG-Kämpfen und Hack and Strat. Für was auch immer das steht. Gerne mal in die Kommentare damit. Handlungstechnisch übernehmt ihr hier als Herrscher das Kommando der englischen Truppen und Dinos, um gegen die einfallenden Dänen zu bestehen. Euer alter Ego, also ihr selbst, könnt euren Charakter via WASD steuern, wohingegen alle anderen gebauten Einheiten klassisch via Mausklick koordiniert werden. Hinzu kommt Mauerbau, Belagerungswaffen und diverse Abwehrtürme, womit eigentlich alle Komponenten für einen möglichen Hit vorhanden sein sollen. Command your forces and breed a new type of warrior. For whoever controls the dinosaurs controls the battlefield. A new age is upon us. The age of Dino Lords. Sign up for the closed alpha and wishlist now on Steam. Viel ruhiger und klassischer geht's da hingegen bei Falklands zu, welches bereits im vergangenen März in den Early Access gestartet ist. Wer sich für Falklands interessiert, schaut gerne mal bei meinem Partner Instant Gaming vorbei, denn hier gibt's diese Indie-Perle schon ab 9 €, was sicher kein schlechtes Investment ist und ihr dabei natürlich auch zusätzlich diesen Kanal hier supportet. In Falklands baut ihr nicht nur simpel eure Siedlung auf, sondern müsst auch auf die Bedürfnisse eurer Bewohner achten und dementsprechend dann dafür sorgen, dass diese möglichst glücklich sind. Mit dem kommenden Update wird außerdem das Thema Gesundheit eingeführt, wodurch ihr auch auf Krankheiten und die allgemeine medizinische Versorgung achten müsst. Daher kommen neben dem Botaniker, der Apotheke, dem Kräuterkundler und dem Arzt gleich 4 neue Gebäude ins Spiel, die mit Wildblumen, Kräuter und Medizin auch gleich noch 3 neue Ressourcen ergänzen.
Wer sich von der rudimentären Grafik nicht abschrecken lässt, hat hier sicherlich eine gute Zeit. Weiter geht's mit Repterra. Mensch, schon wieder Dinos. Welches zwar noch keinen Release-Termin hat, dafür aber eine Demo, die ständig erweitert und verbessert wird. Wer also Bock drauf hat, kann hier via Steam kostenlos reintesten. Repterra ist ein Basisbau-Survival-RTS in einer von Dinosauriern überrannten Welt. 1963 entdeckten hier Forscher eine unbekannte Insel im Indischen Ozean, welche bisher durch eine magnetische Anomalie verborgen blieb und eine ganze Reihe prähistorischer Biester beheimatete. Ab den 90ern vermehrten sich diese dann unkontrolliert und verwüsteten nach und nach die ganze Welt. Was auch sonst. Ihr baut hier dementsprechend eine der letzten Kolonien der Menschheit auf und müsst euch gleichzeitig ständig gegen Monster, Dino-Horden, erwehren, was ihr mit Mauern, Abwehrtürmen und viel Militär bewerkstelligt. Gleichzeitig könnt ihr aber auch diverse Dinos zähmen und eine Zucht aufbauen, um dann eigene Kreaturen zu haben, die für euch kämpfen. Also im Grunde was für Fans von Einbunkern und Massenschlachten, die übrigens auf bis zu 100.000 Dinos pro Welle anwachsen können. After hundreds of years of wandering and foraging, people started to settle and they built the foundations of today's civilizations. Some of them sought protections where the land touches the clouds, while others established themselves in the canyons they named Hamkar. Mein Highlight zum Jahreswechsel war aber ganz klar, dass nach gefühlt einer halben Ewigkeit endlich Earth of Orin einen Release-Termin erhalten hat. Besser noch, startet der bildhübsche Mittelalter-Simulator schon am 19. Januar 2026 in den Early Access, also in gerade mal 2 Wochen. Kickstarter-Unterstützer werden schon jetzt mit Keys versorgt, für alle anderen soll der Titel dann auf Steam mit $15 starten. In Earth of Orin baut ihr mit nur einer Handvoll Untertanen beginnend ein mittelalterliches Königreich auf, in dem ihr euch dann komplett in Details verlieren könnt. Hier ist im Grunde alles drin, was man so kennt. Ihr baut euch nach und nach auf, werdet größer, sammelt Nahrung und Brennholz für den harten Winter und entwickelt Waffen, um euch gegen Räuber und Banditen zu verteidigen. Später ergänzt ihr das Ganze um Burgmauern, die ihr komplett selbst entwerfen könnt, und legt dazu Wasserstraßen an, um die Grundbedürfnisse zu versorgen. Auch wenn die Demo nicht so pralle war, wird das Ding hier richtig geil, selbst wenn der Dev nur die Hälfte der versprochenen Features erfüllen kann. Unbedingt auf die Wishlist packen. In diesem Sinne, genießt den Resturlaub. Für die meisten geht's ja erst wieder am 7. Januar los. Und somit nochmal von mir ein frohes, neues und erfolgreiches Jahr 2026 für euch. Bis zum nächsten Mal. You have the potential to be one of the greatest leaders of our time. How are you going to engrave your name in the history of